Hallo und willkommen! In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Windows 11 komplett ohne Microsoft-Konto nutzen kannst. Wir erstellen gemeinsam einen USB-Stick mit Rufus. Ich zeige dir, wie du ein lokales Konto einrichtest. Und am Ende erfährst du, wie du OneDrive deaktivierst und sogar alle Cloud-Daten sicher löschst. Alles ganz einfach, legal und aktuell für 2025. Teil 1. Wir erstellen jetzt einen USB-Stick mit Rufus, um Windows 11 ohne Microsoft-Konto zu installieren. Öffne deinen Browser, gehe auf die Webseite Rufus. Klicke auf die deutsche Version, scrolle nach unten und lade die neueste Datei herunter. Zum Beispiel Rufus 4.6. Klicke doppelt auf die Datei, um sie zu starten. Du musst sie nicht installieren. Stecke jetzt deinen USB-Stick ein. Er sollte mindestens 8 GB groß sein. Rufus erkennt den Stick automatisch. Alle vorhandenen Daten werden gelöscht. Im Feld Startart klickst du auf den kleinen Pfeil. Wähle dann die Option Download. Ein neues Fenster wird geöffnet. Wähle als Version Windows 11. Klicke auf Weiter. Als Release nimmst du die aktuelle Version, zum Beispiel 24H2 Build 26100. Dann klickst du erneut auf Weiter. Wähle jetzt die Edition, zum Beispiel Home, Pro oder Education. Klicke wieder auf Weiter. Sprache Deutsch. Architektur 64-Bit. Klicke auf Download und speichere die ISO-Datei auf deinem Computer. Nach dem Download wird die Datei automatisch in Rufus geladen. Du musst nichts mehr machen. Wähle als Partitionsschema G, P, T für moderne Computer oder MBR für ältere Geräte mit BIOS. Dann klicke jetzt auf Start. Ein neues Fenster mit erweiterten Optionen erscheint. Aktiviere die folgenden Punkte. Erstens, Anmeldung mit Microsoft-Konto überspringen. Zweitens, ein lokales Benutzerkonto erstellen, zum Beispiel Windows-Benutzer. Drittens, Datenerfassung deaktivieren. Viertens, BitLocker deaktivieren. Klicke auf OK. Rufus zeigt eine Warnung. Alle Daten auf dem Stick werden gelöscht. Wenn du bereit bist, klicke auf OK. Der USB-Stick wird nun erstellt. Das dauert ein paar Minuten. Unten siehst du den Fortschritt. Am Ende steht dort fertig in grüner Schrift. Rufus hat den USB-Stick erfolgreich erstellt. Du kannst den Stick jetzt entfernen und zur Installation von Windows 11 verwenden, ohne Microsoft-Konto. Dank der richtigen Einstellungen. Der USB-Stick ist jetzt fertig. Dann zeige ich dir jetzt, wie du einfach auf ein lokales Konto wechselst. Drücke die Windows-Taste und I. Die Einstellungen werden geöffnet. Klicke auf Konten, dann auf ihre Infos. Dort findest du die Option mit einem lokalen Konto anmelden. Klicke darauf, gib dein aktuelles Passwort ein. Dann klick auf Weiter. Jetzt erstellst du dein neues Benutzerkonto. Wähle einen Namen, zum Beispiel Max oder Mein PC. Ein Passwort ist optional. Du kannst das Feld leer lassen. Klicke erneut auf Weiter, dann auf Abmelden und Fertigstellen. Windows meldet dich vom Microsoft-Konto ab. Beim nächsten Start wirst du mit deinem lokalen Konto angemeldet. Du brauchst kein Internet, kein Login bei Microsoft, keine Cloud. Du hast jetzt die volle Kontrolle über deinen Computer. Teil 3. Wir schauen uns jetzt OneDrive an und wie du es deaktivierst. Außerdem zeige ich dir, wie du deine Dateien lokal auf dem Computer sicherst. Wenn du ein Microsoft-Konto verwendet hast, wurde OneDrive automatisch aktiviert. Deine Dateien findest du im Ordner OneDrive. Dieser liegt unter C. Benutzer und dann dein Name. Einige Dateien wurden nur in der Cloud gespeichert. Diese musst du zuerst herunterladen. Öffne den OneDrive-Ordner. Klicke mit der rechten Maustaste auf die wichtigen Dateien. Dann wähle immer auf diesem Gerät behalten. So werden die Dateien lokal gespeichert. Als nächstes deaktivieren wir OneDrive. Klicke mit der rechten Maustaste auf das OneDrive-Symbol unten rechts in der Taskleiste. Dann wähle Beenden. Wenn du möchtest, kannst du OneDrive auch vollständig vom PC trennen. Dazu klickst du wieder mit der rechten Maustaste
auf das Symbol. Dann wählst du Einstellungen, gehe auf den Reiter Konto und klicke auf Verknüpfung dieses PCs Aufheben. Damit wird dein PC von OneDrive getrennt. Wenn du OneDrive überhaupt nicht mehr brauchst, kannst du es deinstallieren. Drücke die Windows-Taste und I. Gehe zu Apps, dann zu Installierte Apps. Suche nach OneDrive. Klicke auf die Installieren. Jetzt wird OneDrive komplett vom System entfernt. Ab sofort sind deine Daten nur noch auf deinem Computer gespeichert. Keine automatische Synchronisierung, keine Verbindung zur Cloud. Du hast die volle Kontrolle über deine Dateien. Teil 4. Du möchtest nicht nur OneDrive deaktivieren, sondern auch alle Dateien aus der Cloud löschen? Ich zeige dir jetzt, wie das geht. Öffne deinen Browser, gehe auf die Webseite onedrive.live.com. Melde dich mit deinem Microsoft-Konto an. Dasselbe Konto, das du vorher für OneDrive verwendet hast. Jetzt siehst du deine gespeicherten Dateien in der Cloud. Wähle alle Dateien aus, drücke dazu die Tastenkombination Ctrl+A. Dann klicke auf Löschen. Die Dateien werden jetzt in den Papierkorb verschoben. Sie sind noch nicht endgültig gelöscht. Klicke links auf Papierkorb. Dann klicke oben auf Papierkorb leeren. Jetzt sind deine Dateien dauerhaft gelöscht. Sie befinden sich nicht mehr in der Cloud. Damit hast du alle Spuren deiner Daten entfernt. OneDrive ist deaktiviert, dein Konto ist lokal und deine Dateien liegen nur noch auf deinem eigenen PC. Mehr Kontrolle geht nicht. Du hast es geschafft. Du hast Windows 11 vorbereitet für eine Installation ohne Microsoft-Konto. Du hast dein System auf ein lokales Konto umgestellt. OneDrive wurde deaktiviert und deine Daten sind sicher auf dem eigenen PC gespeichert. Falls dir dieses Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für mehr praktische Anleitungen rund um Windows. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.